Willkommen zu Off Hoch 2 Dialog und heute dreht sich alles um das Super 8 Magazin Super 8ers. Das habe ich ja bereits vorgestellt in einem Video aus 2020, im November war das, und damals präsentierte ich die erste Ausgabe. Da sind nun inzwischen 2 weitere Nummern erschienen. Zur Erinnerung, die erste Ausgabe drehte sich um die Filme der Marketingfilm. Nummer 2 handelt von den Veröffentlichungen von UFA Bücherfilm und die dritte Ausgabe hatte dann folgerichtig Piccolo-Film zum Thema. Nummer 4 steht kurz vor der Finalisierung. Ja, und ich greife die Super 8ers nochmal auf, da ich ein Interview geführt habe. Und zwar mit dem Initiator hinter dem Magazin, dem Spanier Eiza Cuerpo. Das ist kein Videointerview, sondern ist ab sofort in Textform abrufbar und zwar auf off2.de. Wo sonst? Damit jedoch nicht genug, denn ASA arbeitet zusammen mit Andreas Chmielewski. Und Andreas ist ja, kann man sagen, der Super 8-Sammler in Deutschland mit der umfangreichsten Filmsammlung. Vielleicht sogar weltweit. Also er hat eigentlich alles und noch mehr. Und Andreas engagiert sich auch ausdrücklich und in vielerlei Form für das Super 8-Format. Und dazu gehört eben auch seine Unterstützung der Super 8ers. Mit Andreas habe ich ein kurzes Interview geführt über seine Tätigkeit für dieses Magazin. Ja, hallo Andreas, Grüße nach Greifenstein und vielen Dank, dass du an dem Interview hier teilnimmst. Ja, gerne. Bin schon gespannt. Andreas, du arbeitest ja zusammen mit Asa und seinem Bruder, beide leben ja in Spanien, zusammen an dem Magazin Super 8ers. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Vor gut 2 Jahren hat sich der Asa bei mir per E-Mail gemeldet. Er ist über meine Website super8rezension.de drauf gestoßen, dass ich halt viele Filme habe und so weiter und auch Rezensionen schreibe. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm das Cover einscannen könnte und das und hier und jenes. Dann hat er mich alle möglichen Informationen gefragt zu Filmfirmen und da sind wir in regen Kontakt gekommen. Da wusste ich noch gar nichts von dem Magazin. Und dann hat er mir das erzählt und dann habe ich ihm geholfen und geholfen und geholfen. So, irgendwann kam dann das Magazin raus und er schickte mir eine Testausgabe in Spanisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es wäre doch auch toll, wenn es die in anderen Sprachen geben würde. Da sagt er, ja, in Englisch würde er das noch rausbringen, allerdings Deutsch bräuchte er jemanden, der es übersetzt. So, und dann habe ich halt nachträglich angefangen, das zu übersetzen. Und dann fiel mir auf, dass dieses Heft etliche Lücken hat. Also das, was er alles nicht wusste, wusste dann ich. Da waren auch zum Teil Sachen drin, die wusste ich nicht. Also wir konnten uns dann teilweise auch gut ergänzen. Und natürlich habe ich viel Material gehabt, also Cover und Kataloge und so, die er nicht hatte. Und so sind wir halt immer jetzt in Kontakt, also auch für die kommenden Hefte. Das heißt, wie ist denn dann der Ablauf? Ist der Text dann liegt der erstmal in Spanisch vor oder zuerst dann auf Deutsch? Also beim Marketingmagazin war es so, dass der auf Englisch vorlag und ich habe ihn ins Deutsch übersetzt. Ab der Ausgabe 2 lag der nur noch in Spanisch vor. Das UFA-Heft zum Beispiel gibt es ja nur in Spanisch, Englisch und Deutsch und die kommenden Ausgaben werden gar nicht mehr in Englisch gemacht, nur noch Spanisch und Deutsch. Weil der Arzt hat mir gesagt, dass ich das nicht rentieren würde. Er kriegt die Englischen nicht verkauft. Was sind denn jetzt dann eigentlich dabei deine Aufgaben ganz konkret, wenn so ein Heft entsteht? Also konkret sind meine Aufgaben dann Cover einzuscannen, Katalogseiten einzuscannen oder alles, was ich an Werbematerial habe, einzuscannen und ihm per E-Mail zukommen zu lassen. Und später, wenn er halt diesen Text geschrieben hat, dann übersetze ich den ins Deutsche und füge dann die ganzen Informationen bei, die er nicht weiß. Und wie viel Zeit lässt du da einfließen? Also es kann sein, dass jeden Tag eine Mail kommt vom ASA. Es kann auch sein, dass noch mal 2, 3 Wochen gar nichts ist. Und es kann aber auch sein, so wie jetzt. Jetzt habe ich ja das Übersetzen angefangen von der Ausgabe 4. Das sind fast 180 Seiten. Also ich habe richtig was zu tun. Wie wird dann über die Inhalte entschieden? Also einmal die Inhalte im Heft, aber eben auch dann
die Inhalte für ein Magazin zum Beispiel, also wir sind ja Themenmagazine zum Teil, wo es wirklich dann quasi ein Magazin sich um ein ganzes Thema dreht. Also das Thema an sich entscheidet er. Mhm. Ja, also er sagt, was soll in das Heft rein. Allerdings, wenn er mich dann Sachen fragt, dann sage ich ihm, man könnte noch das dazu machen, man könnte noch das machen. Zum Beispiel Interpartie gibt es ganz viele Kuriositäten. Die habe ich mal aufgeschrieben, die kannte er alle gar nicht. So ist das Heft dann war es erst, glaube ich, 120 Seiten, dann war es 150 und jetzt sind es schon fast 180. Also wir haben so viele Sachen reingepackt und neue Infos, das hat sich doch ganz schön gesteigert. Mhm. Aktuell sind ja 3 Ausgaben erschienen. Was kommt denn jetzt dann konkret? Also was ist denn das übergeordnete Thema für die 4. Ausgabe? Die 4. Ausgabe ist über Super 8 in Deutschland. Also es gibt erst einmal über die ganzen restlichen Firmen, die halt nicht so groß waren, wie Rexfilm, Weco und so weiter. Und dann gibt es natürlich ein paar Interviews über ein paar Super 8-Sammler, wie zum Beispiel dich oder mich und noch so ein paar andere. Dann gibt es halt auch viel über Zubehör, ist dann auch drin oder auch sonst alles Mögliche. Also das ist mal so ein Rundumbegriff über Super 8 in Deutschland. Wie viele Hefte verkaufst du denn so für gewöhnlich in Deutschland im Durchschnitt pro Ausgabe? Pro Ausgabe verkaufe ich ungefähr 60 bis 70 Hefte bisher. Ich habe jetzt nochmal welche nachbestellt, weil ja die Nachfrage nach dem Piccolab so groß war, dass ich innerhalb, ich glaube, von 2 Wochen waren die ausverkauft. Ja, und dann habe ich jetzt nochmal 10 nachdrucken lassen, sodass es wahrscheinlich jetzt 80 werden. Aber man müsste im Grunde mehr Werbung machen dafür. Ja, dass man ein bisschen mehr, weil es im Grunde die Hardcore-Sammler kaufen diese ganzen Hefte. Ich habe es mal bei eBay ein paar noch verkauft, oder auch bei eBay Kleinanzeigen. Aber das ist im Grunde nur die Randgruppen, erreicht man so. Aber sonst die Hardcore-Sammler, die haben alle eins genommen. Ja, mit dem Movie-Heft gibt es ja dann wahrscheinlich demnächst eine neue Option, Werbung dafür zu schalten, richtig? Ja, genau, der Uwe wird da in dem Heft neue Werbung machen für dieses Magazin. Was für Themen sind denn für die Zukunft geplant? Also Ausgabe 5 ist über spanische Super 8 Kopien. Dann gibt es noch italienische Super 8 Kopien. Deren soll noch kommen. Und dann mal gucken. Also es ist noch offen. Mhm. Die letzte Frage. Was würdest du sagen, zeichnet denn das Super 8 Magazin aus? Kunterbunt, sage ich jetzt mal. Weil erstmal die ganzen Cover, die da drin sind, die sind so farbenfroh, wie die 70er Jahre halt waren. Und es sind viele Infos drin, die teilweise die Sammler nicht wussten. Und ich denke mal, das zeichnet so ein Magazin schon aus, dass es einfach ein richtig schönes Fanmagazin ist. Ah, super. Also wir sind schon alle sehr gespannt auf die folgenden Ausgaben und wir sind am Ende vom Interview. Andreas, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns ja tatsächlich auch noch mal wieder in einem Face-to-Face-Interview, wo es dann wirklich ganz konkret und gezielt um dich geht und alles, was du so machst, weil die Super 8, das ist ja nur ein Teil von deinen Aktivitäten. Da freue ich mich schon drauf und ja, verabschiede mich bis dahin. Vielen Dank und mach's gut. Ja, vielen Dank. Es war schön. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Ciao. Tschüss. So, da bin ich wieder. Das war ein sehr nettes Gespräch mit Andreas. Und falls das Interesse nun gewachsen ist, weise ich hier nochmals auf das Interview mit Asa hin, das man jetzt auf off2.de lesen kann. Den Link dazu findet man aktuell auf der Startseite und für Zuschauer, die dieses Video später sehen, alle Interviews und natürlich auch das von Asa sind zu finden unter dem Menüpunkt Dialog. Und mit diesem Hinweis schließe ich und freue mich auf euch demnächst auf Off hoch 2.